Hallo, ihr Lieben. Ich bin Elisa und ich mache Videos auf langsamem Deutsch. Heute allerdings nicht ganz so langsam, weil ich auf meinem Kanal auch für Leute, die schon etwas besser Deutsch sprechen, Videos anbieten möchte. Außerdem gibt es heute ein ganz besonderes Video. Ich habe euch meine 20 Lieblingslieder auf Deutsch mitgebracht. Manche der Lieder sind schon relativ bekannt. Das heißt, wenn ihr schon länger in Deutschland wohnt, dann kennt ihr diese Lieder vielleicht. Andere Lieder sind aber ziemlich unbekannt und ich bin mir sicher, dass das ein oder andere Neue auch für euch dabei ist. Vorab aber noch ein kleiner Disclaimer. Die Lieder, die ich euch heute mitgebracht habe, sind nicht die Lieder mit dem einfachsten Deutsch. Das sind nicht die Lieder, die ihr schon komplett verstehen könnt, wenn ihr A1, A2 Deutsch sprechen könnt, sondern das sind die Lieder, die einfach meine Lieblingslieder sind auf Deutsch. Die haben öfter auch ein bisschen komplexere Texte, öfter auch mal ein bisschen schneller gesungen oder gerappt. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich auch auf Sprachen, die für mich Fremdsprachen sind, lieber ein Lied höre, was gute Musik hat und ich den Text nicht komplett verstehe, als den Text, dass ich den komplett verstehe, aber mir fallen die Ohren ab, weil ich die Musik einfach überhaupt nicht gerne hören möchte. Und wenn es euch genauso geht, dann seid ihr hier genau richtig. Es folgen also 20 Lieder von 20 unterschiedlichen KünstlerInnen. Und wichtig ist auch noch zu sagen, dass die in keiner bestimmten Reihenfolge sind. Also die Nummer 1 finde ich nicht besser als die Nummer 20 oder umgekehrt. Es ist einfach ein bunter Mix, auch von den Genres her, aber das werdet ihr auch gleich sehen. Und als kleines extra Goodie für euch habe ich eine Playlist auf Spotify erstellt mit den ganzen 20 Liedern drinne. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Dann könnt ihr einfach draufklicken und euch durch die Lieder durchscrollen. Und soweit ich gesehen habe, gibt es in Spotify zu fast allen den Liedern auch deutsche Songtexte. Das heißt, ihr könnt während des Hörens die Songtexte euch angucken und es dann hoffentlich noch besser verstehen. Jetzt ganz viel Spaß mit der Liste und los geht's! Nummer 1. Das ist eine Sängerin, eine Musikerin, die ich super gerne mag, eine meiner Lieblingsmusikerinnen. Sie heißt Dota Kehr. Ihr Künstlerinnenname war früher die Kleingeldprinzessin. Und sie war eine Berliner Straßenmusikerin, hat also auf der Straße einfach Musik gemacht und Kleingeld gesammelt, daher auch ihr Name. Und mittlerweile ist sie aber schon sehr bekannt bei vielen Menschen in Deutschland und sie macht sehr, sehr gute Texte, sehr gute Musik. Und ich habe euch das Lied Utopie mitgebracht oder möchte euch dieses Lied am meisten empfehlen, weil ich einfach voll gerne den Rhythmus mag und auch ihre kritischen Texte über unsere Wegwerfgesellschaft und über unsere Welt. Nummer 2. Der Musiker Peter Fox, so nennt er sich zumindest, hat nur ein Album rausgebracht alleine. Eigentlich gehört er zu der Combo Seed, die super bekannt ist in Deutschland und auch sehr, sehr gute Musik macht. Aber er hat eben auch ein Album alleine rausgebracht, das ich sehr feiere. Und ich empfehle euch am meisten den Song Haus am See, in dem er sein Traumleben beschreibt, irgendwann mal ein Haus am See zu besitzen, mit vielen Kindern, einer schönen Frau und wie er dahin kommen möchte. Nummer 3. Phrasenmäher. Das ist eine Band aus Hildesheim.
die sehr lustige Musik macht. Die Songs sind meistens sehr, sehr komisch und lustig. Leider hat sich die Band mittlerweile aufgelöst, aber ich war bei vielen Konzerten dabei und habe immer viel getanzt und viel Spaß gehabt. Und am meisten empfehle ich euch den Song Im Sog der Breitnis, in dem der Sänger davon berichtet, von einer Party, wo er einen Menschen kennengelernt hat, der wahrscheinlich zu viel gekifft hat oder sowas, auf jeden Fall breit war und ihn voll gelabert hat und ihn hat das total genervt. Komisches Thema, aber sehr guter Song. Die nächste Band, die ich euch empfehlen möchte, heißt Bosse. Die kommt aus Hamburg. Hamburg ist generell eine Stadt, in der sehr, sehr viel Musik produziert wurde und wird. Es gibt sogar ein eigenes Untergenre, das heißt Hamburger Schule. Und ich würde sagen, Bosse gehört auch mit dazu. Früher haben Bosse ein bisschen wildere, fast ein bisschen punkige Musik gemacht. Mittlerweile ist es schon sehr, sehr poppig. Ich habe euch ein Lied mitgebracht, ungefähr so aus der Mitte ihrer Karriere, und zwar Liebe ist leise. Ich finde eine sehr schöne Aussage. Da sagt die singende Person, dass sie immer schon die andere Person geliebt hat, aber es ist nie richtig angekommen, weil es war immer so viel los und es gab immer so viel Lärm und sie ist eher eine leise Person und die Liebe ist leise. Aber jetzt hat sie es geschafft, das irgendwie zu kommunizieren. Nummer 5. Tokotronic. Wir haben gerade schon über die Hamburger Schule gesprochen. Gründerväter der Hamburger Schule waren Tokotronic, eben auch aus Hamburg. So Anfang der 90er, Mitte der 90er haben sie angefangen. Und wer Nirvana kennt und so Grunge, der wird einiges in der Musik wiedererkennen. Also ich würde sie früher auf jeden Fall in Richtung Grunge einschätzen. Und sie haben unglaublich viele Alben rausgebracht. Ich habe euch den Song Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit mitgebracht. Ich kann gar nicht richtig sagen, um was es in dem Song geht. Es ist ziemlich abstrakt oder philosophisch, aber irgendwie auch gar nicht. Hört es euch einfach an. Eigentlich ist es relativ einfaches Deutsch und überlegt euch selber, was die Band damit meint. Kommen wir zur Nummer 6, Sarah Lesch. Sarah Lesch hat auch ein bisschen wie Dota Kehr so angefangen als Straßenmusikerin. Sie ist aber nicht so bekannt wie Dota Kehr. Sie macht, finde ich, aber auch ein bisschen ähnliche Musik. Und ich habe euch den Song Nichts mitgebracht. In dem Song ist sie, glaube ich, sehr verliebt und möchte mit einer Person einfach ganz viel verrückte, schöne Sachen machen. Und eigentlich braucht sie nichts außer Luft und Liebe. Nummer 7. Captain Peng. Manchmal auch Captain Peng und die Tentakeln von Delphi. Hier empfehle ich euch am meisten den Song Sie mögen sich, in dem sich, ja, das ist auch sehr, sehr verrückt, der Song. Ich glaube, ich mag verrückte Songs. Ich glaube, es geht so um Beziehung und wie viel Kompromisse geht man ein und was macht man, wenn sich eine Person in eine andere Richtung entwickelt. Das Ganze ist aber sehr metaphorisch, indem sich zwei Menschen in einer Beziehung in Füchse verwandeln und dann irgendwann aber die eine Person kein Fuchs mehr sein will. Es ist sehr lustig. Ich kann euch auch sehr das YouTube-Video dazu empfehlen, das offizielle. Da wird sehr schön zeichnerisch dargestellt, was in dem Song passiert. 8. Jetzt nochmal ein ganz anderes Genre. Eher so ein bisschen Chanson auf Deutsch, wenn man so will. Ein bisschen Swing fast oder so. Und zwar Annette Louisan, natürlich trotzdem immer noch auch Pop.
Ich mag super gerne das Lied Widder, wider Willen. Schon ein Zungenknüppler, das Wort oder der Songtitel alleine. Und sie spricht in dem Song über Astrologie und dass ein Mensch sie fragt, was ist dein Sternzeichen? Sie bringt sehr deutlich zum Ausdruck, dass Sternzeichen sie überhaupt nicht interessieren und sie einfach frei sein will und nicht vorab bestimmt sein will. Nummer 9. Fanta 4 oder länger die Fantastischen 4. Wir hatten schon Tokotronic als Gründerväter der Hamburger Schule. Jetzt haben wir mit Fanta 4 ja die Gründerväter des deutschen Hip-Hops. Oder zumindest haben sie den deutschen Hip-Hop salonfähig gemacht. Das heißt, vorher gab es englischsprachigen Hip-Hop und wahrscheinlich auch auf anderen Sprachen, aber in Deutschland war das nicht so beliebt, auf Deutsch zu rappen. Und die Fantastischen 4 haben das aber in die Charts gebracht. Und ich habe euch einen relativ frühen Song mitgebracht, und zwar Michi Beck in Hell, in dem das eine Mitglied, Michi Beck, darüber rappt, über ein Szenario, wo er alles im Leben verliert, sein Geld verliert, seine Freundin verliert, die Band nichts mehr von ihm wissen will. Letzten Endes kommt er in die Hölle und bettelt sich dann mit dem Teufel. Nummer 10. Fettes Brot. Ein bisschen später sind sie auf der Bildfläche erschienen als Fanta 4, aber auch schon Urgesteine des deutschen Hip-Hops. Sie werden immer wieder auch in Clubs gespielt. Ich habe euch das Lied mitgebracht, Ich liebe mich. Das ist ein relativ neues Lied. Und ich finde schon alleine der Titel ist eigentlich eine schöne Message für Selbstliebe und dass ihr gut mit euch selbst umgeht. Nummer 11. Großstadtgeflüster mit Diadem. Großstadtgeflüster, ich kann gar nicht genau sagen, was das für ein Genre ist. Sie machen auf jeden Fall auch ein bisschen elektronische Musik, ein bisschen Indie, ein bisschen auf jeden Fall sehr viel Pop auch. Und in dem Lied geht es darum, dass die Sängerin sagt, ich bin eine Prinzessin, ich verdiene eine Krone, ich verdiene nur das Beste und fickt euch, wenn ihr mir das nicht gebt. Nummer 12. Ja, genauso frech könnte man sagen, ist auch Deichkind, auch eine sehr bekannte Band in Deutschland, die aber, glaube ich, in der letzten Zeit nicht mehr so viel neue Lieder rausgebracht hat. Sehr, sehr bekannt geworden ist das Lied Leider geil, in dem die Band besingt, was man alles so für blöde Sachen machen kann und was man alles so machen kann in der Welt, was nicht gut ist für die Umwelt, nicht gut für einen selber, nicht gut für andere Mitmenschen, aber trotzdem ist es halt leider geil. Nummer 13. Von wegen Lisbeth mit dem Song Wenn du tanzt. Auch eine Berliner Band. Ich glaube nämlich, Großstadtgeflüster und Deichkind kommt auch aus Berlin. Bin mir nicht ganz sicher, aber von wegen Lisbeth kommt auf jeden Fall aus Berlin oder die kommen aus Berlin. Und wenn du tanzt, ja, wie schon der Titel sagt, wenn du tanzt, dann ist alles egal. Dann ist es auch egal, wie du deinen Kaffee nennst. Sie gehen sehr viel auch auf so eine Hipster-Kultur ein, egal ob du ihn jetzt Mokka, Latte, bla 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 nennst. Wenn du tanzt, ist es einfach nur Kaffee, also Kaffee. Und ja, hab einfach Spaß und nimm nicht alles so ernst und versuch nicht immer so cool zu sein. Ich glaube, das ist die Message aus dem Song. Nummer 14. Faber mit Alles Gute. Faber kommt gar nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz, aber er singt auf Hochdeutsch und spricht wohl auch Hochdeutsch. Seine Texte finde ich manchmal ein bisschen grenzwertig, manchmal ein bisschen fast sexistisch, aber trotzdem tanze ich einfach sehr gerne dazu und finde die Rhythmen und ja, seine Stimme ist auch sehr, sehr cool. Deshalb auch eine Empfehlung von mir. Nummer 15. Christiane Rösinger.
eine Berlinerin. Wirklich nicht so bekannt, also ich kenne wenige, die sie kennen. Sie war früher mal in einer Band und hat dann ein Soloprojekt gestartet unter ihrem eigenen Namen. Ja, Christiane Rösinger geht ganz offen damit um, dass sie unter Depressionen leidet und das merkt man ihrer Musik auch an. Also es ist schon ziemlich heavy, die Texte, aber die Musik selbst ist eigentlich ziemlich locker luftig und so kann man sich das ziemlich gut anhören. Und das Lied, was ich euch empfehlen möchte, heißt Sinnlos. Sie sagt, alles ist so sinnlos. Nummer 16. Schnippo Schranke mit dem Schnippo-Song. In dem Song beschreibt die Zweierband, also bestehend aus 2 Frauen, ja, was ihr Musikprojekt Schnippo Schranke eigentlich will. Und sie zeigen sich auch von einer ziemlich verrückten Seite. Leider haben sie sich nach kurzer Zeit aufgelöst. Sie haben sich wohl verkracht. Vorher waren sie sehr gute Freundinnen, dann jetzt leider nicht mehr. Aber sie machen weiterhin Solomusik und wir haben ja auch noch die 2 Alben, die sie zusammen rausgebracht haben. Nummer 17. Fanny van Dannen mit dem Lied Psychiater. Fanny van Dannen hat unglaublich viele Lieder gemacht. Er ist ein klassischer Liedermacher, wie man in Deutschland sagt, also Singer-Songwriter könnte man sagen, nur eben auf Deutsch. Und es ist so richtig handgemachte Musik. Und in Psychiater, ja, seht selbst, es ist eigentlich auch eher ein Quatschsong. Er sagt, eigentlich ist alles gut in seinem Leben, aber sein Psychiater hat sich umgebracht und ja, auch wieder ziemlich dark, merke ich. Scheinbar mag ich verrückte Lieder und sehr krasse Lieder. Nummer 18. Wir nähern uns dem Ende. Jetzt kommt die höchste Eisenbahn mit dem Lied Was machst du dann? Ja, es geht um die Idee, was macht man, wenn man eigentlich kein Geld mehr hat, wenn alles scheiße ist. Aber auch wieder ein bisschen wie mit Christiane Rösinger, ziemlich lustig und locker vorgesungen. Nummer 19, Schlagseite. Das ist tatsächlich eine Band, die ich persönlich kenne oder zumindest schon ein bisschen mal gesprochen habe. Sehr nette Leute. Und sie machen Musik oft so ein bisschen in Richtung Balkan angehaucht. Und den Song, den ich euch empfehlen möchte, der heißt Genug. Da geht es darum, dass man sich mit seinem schlimmsten Feind versöhnen möchte und dass man sagt, es ist genug. Wir haben genug Krieg geführt, wir haben genug Streit gehabt. Lass uns einfach wieder vertragen. Und jetzt schon die letzte Nummer 20, Danger Dan mit Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ein sehr politisches Lied. Er schreibt darüber, über seine eigenen politischen Ansichten und guckt, wie weit eigentlich das Ganze von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Das heißt, wie weit darf er in einem Lied gehen, bis er verklagt wird für seine politischen Aussagen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es war was Spannendes für euch dabei. Ich hoffe, ihr seid direkt auf Spotify gegangen und ladet euch die Playlist runter. Hört mal rein. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, wie euch die Lieder gefallen, ob sie euch helfen beim Deutschlernen. Und wenn ihr noch mehr Tipps habt für gute deutsche Musik, schreibt es auch sehr gerne in die Kommentare. Oder auch gute Musik auf eurer Muttersprache. Was ich zum Beispiel sehr interessant fände, wäre gute Musik auf Chinesisch, also Mandarin, oder Schwedisch, weil das sind die beiden Sprachen, die ich gerade lerne und wo ich mich sehr über Tipps freuen würde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und jetzt noch viel Spaß beim Musikhören. Macht's gut. Ciao!